Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Live-Aufzeichnung vom X-Talk hier aus dem X-Den. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ein Thema, was ihr euch hier im X-Den, was das X-Den ist, erkläre ich später, sehr für den ersten X-Talk gewünscht habt. Wir zeichnen deswegen live auf. In Zukunft machen wir das mit Publikum hier. Wie ihr euch dafür anmelden kommt, das erkläre ich nachher. Und unser erster Gast ist heute hier Martin Hülle. Martin, schön, dass du hier bist. Das freut uns wirklich sehr. Ne? Ja, hallo Benedikt. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Du hast ja hier schon 2 Tage, ich würde sagen, du hast sie gerockt hier im X-Den. Du hast einen super Vortrag gehalten. Du hast hier Fotowalks gemacht. Das war so, ja, die letzten 2 Tage des letzten Jahres, 2025. Und da haben schon einige gesagt, hör mal, der Martin, wenn ihr mal was live irgendwie oder irgendwie was aufzeichnet, dann muss der Martin hier sein. Bevor wir weiterreden, würde ich mal ganz kurz erklären, was das X-Den ist. Ja, wir sitzen hier in Düsseldorf. Ja, das ist direkt in der Altstadt am Rhein. Wir haben einen Community-Ort letztes Jahr geschaffen, wo wir uns regelmäßig treffen und wo wir auch, so sieht's von innen aus. Ne? Also wir haben Plattenspieler hier, wir haben eine tolle Bibliothek, wo wir 150 Fotobildbände haben, die Martin Parr, der britische Magnum-Fotograf, kuratiert hat und wo wir viele Workshops machen, also Fotowalks, Aktivitäten. Es waren mittlerweile schon um die 2.500 Leute hier. Und hier sieht man am Bild, wie so es auch aussieht, wenn wir so einen Vortrag machen hier. Ne? Letzten Freitag waren noch über 80 Leute hier. Das war ja unser wirklich größtes Event, kann man sagen. Und wie ihr euch anmeldet, das seht ihr hier. Ne? Das ist die sogenannte Landingpage fürs X-Den hier in Düsseldorf. Ihr könnt den QR-Code einscannen und dann seht ihr alles, was wir vorhaben hier. Ja, Martin, jetzt ist natürlich die häufigste Frage gewesen, wie kamst du überhaupt zur Fotografie? Ja, das hat bei mir wie bei vielen früh angefangen. Ich bin über meinen Vater zur Fotografie gekommen, der selber auch schon in Jugendzeit angefangen hatte. Bei mir war das dann nach der Konfirmation, dass ich mir meine erste Spiegelreflex damals Ende der 80er Jahre zugelegt habe. Und das war, weil mein Vater schon mit Nikon damals fotografiert hat, natürlich auch eine Nikon-Kamera zu der Zeit. Und so habe ich dann eben früh angefangen, auch dann analog natürlich noch, auch mit eigener Dunkelkammer für Schwarz-Weiß, Filmentwicklung, eigene Vergrößerungen. Und da hat die Leidenschaft mit der Fotografie eben früh losgelegt und seitdem bin ich immer noch leidenschaftlich dabei. Du hast jetzt 2 Dinge oder eine ganz wichtige Sache erzählt. Ja, Fotografie wird vererbt. Ja, das kennen wir, alle kennen viele. Genau. Der Vater, vielleicht Onkel, Tante, Mutter hat fotografiert. Also hat man dieses wunderbare Hobby auch übernommen. Das hören wir hier oft. Ich selber bin seit über 30 Jahren in der Fotobranche. Ich habe sehr oft gehört und das ist natürlich einzigartig. Ne? Das ist ganz selten, dass es so ist und das freut uns natürlich sehr. Wie würdest du denn deine Art der Fotografie denn beschreiben, wenn du das mal in ein paar Worte fassen möchtest? Ja, parallel dazu, dass ich eben früh angefangen habe mit der Fotografie, kam gleichzeitig auch die Leidenschaft für das Wandern dazu. Und ich habe dann auch mit 17 Jahren schon angefangen, alleine mehrtägige Touren in Skandinavien zu unternehmen und habe dann da das Wandern mit der Fotografie kombiniert. Habe auch schon während der Schulzeit erste Veröffentlichungen in Reisemagazinen gehabt. Und so kam ich dann dazu, dass eben dieses Outdoor-Fotografie mit dem Fokus auf nordischen Landschaften vor allem sich dann immer weiterentwickelt habe. Und das ist so mein Schwerpunkt in meiner fotografischen Arbeit. Und so bin ich dann immer draußen viel mit schwerem Gepäck und leichter Kameraausrüstung unterwegs. Wie das aussieht, wir haben ein kleines Video vorbereitet von ein paar Minuten. Ja, ich sag mal Video ab, ja, dann sehen wir das. Genau.
Zurück hier im XD. Ja, beeindruckende Bilder. Sag mal, Martin, wenn du da losgehst, was hast du denn da alles mit? Ja, man hat es ja gesehen, Familienwanderung in Nordschweden. Große Rucksäcke dabei, vollgestopft mit allem, was man braucht. Zelt natürlich, Schlafsack, Kochausrüstung hat man ja auch in dem Filmbeitrag gesehen. Die Lebensmittel natürlich für mehrere Tage, die Bekleidung, die man braucht. Und dann ist natürlich klar, bei dem, was da zusammenkommt, Rucksackgewicht gerne mal 20 Kilo und ein bisschen mehr, dass ich den Fokus darauf lege, dass die Fotoausrüstung dann nicht zu groß und nicht zu schwer wird. Das ist klar, du sparst natürlich Gewicht. Ne? Wir haben uns ja sozusagen auch ins Gespräch bekommen im letzten Jahr, so im Herbst, weil du ja einen Blogbeitrag gemacht hast, die XE5 und mein Objektivquartett. Ne? Kannst du so ein bisschen uns erklären, wie du dazu kamst? Also aktuell fotografiere ich, wie gesagt, mit zwei XE5-Modellen. Ich habe ja mit Fujifilm angefangen zu fotografieren schon 2012 mit Erscheinen der X-Pro 1 damals. Und es waren vor allem diese Kameras im Messucher-Stil, in dieser Gehäuseform, die mich besonders angesprochen haben. Deswegen anfangs X-Pro 1, dann habe ich lange Zeit mit der X-Pro 2 fotografiert, dann mit der XE4. Das sind auch Aufnahmen, die in dem Video gerade zu sehen waren, mitgemacht worden. Und aktuell der XE5 und dazu mittlerweile nur noch mit einem kleinen Sortiment an maximal 4 Festbrennweiten, womit ich meistens unterwegs bin. Das heißt, welche Festbrennweiten sind das? Was ist das, was sich fotografisch weiterbringt? Welche Brennweiten? Also bei mir ist das so, dass ich über die lange Jahre, die ich fotografiere, eben so einen Stil herausentwickelt habe, den ich selber als Landschaftsreportage bezeichne. Und ich versuche halt die Betrachter meiner Bilder mitzunehmen auf diese Reisen und in den Bildern darzustellen, wie ich die Natur sehe, wie ich sie wahrnehme. Und ich möchte da ganz bewusst diesen menschlichen Blick nicht zu extrem ins Weitwinklige und ins Telehafte erweitern oder verdichten und habe mich deswegen dazu entschlossen, jetzt beim Fujifilm X-System nur noch zwischen maximal 16 mm im Weitwinkelbereich und 50 mm leichtes im Telebereich unterwegs zu sein. Jetzt hast du 2 Dinge angesprochen, die ganz, ganz wichtig sind vom Verständnis her, denen, glaube ich, nicht allen das so bewusst ist. Also ein Weitwinkel dehnt die Perspektive, weiteres erscheint uns weiter weg und ein Teleobjektiv, also alles, was über einer auf Kleinbild vergleichbaren Brennweite von 50 mm ist, staucht die Perspektive. Das heißt, es liegt alles auf einer Linie und du sagst für dich selber, ich möchte in meinem Blickwinkel möglichst natürlich bleiben. Genau. Darum ist sozusagen das 50er angesprochene, bei Kleinbild wäre jetzt bei Fujifilm das 35er oder das 33er. Und um diese Brennweite, die ich allerdings, erkläre ich dann später sicherlich auch nochmal, wenn wir uns einige Bilder auch anschauen, eigentlich relativ wenig benutze, gruppiere ich das so eher darum und darum ist das 23er und das 50er so meine meist benutzten Brennweiten und zusätzlich noch das 16er für Sonderfälle, sage ich mal. Bevor wir es vergessen, bringst ja auch Bücher in der Selbstvermarktung raus. Genau. Zeig uns mal ein Buch, was du ja hast und wo man es bestellen kann und was es kostet. Vielleicht magst du uns ein bisschen was dazu erklären. Genau, also ich habe mittlerweile 2 eigene Fotobücher im Selbstverlag, wie man so schön sagt, veröffentlicht. Mein Norden war das erste, Another Time, Another Place ist mein zweites aktuelles Fotobuch noch. Beinhaltet halt Reisen, die ich unternommen habe, Wandertouren in vor allem nordischen Ländern. Im aktuellen Buch ist aber auch Patagonien zum Beispiel mit drin oder Kanada ist mit drin, also ist nicht nur der europäische Norden. Und wie gesagt, sie sind im Selbstverlag erschienen. Man findet die bei mir auf der Webseite. Es ist eine limitierte Auflage von nur 500 Exemplaren. Alle sind signiert und nummeriert. Und wer da Interesse hat, kann da gerne schauen. Du hast gesagt, es ist das Ende der Auflage, die letzten gibt es zum Sonderpreis? Es gibt jetzt, die Auflage neigt sich dem Ende zu, die 500 Stück und ursprünglich hätte das Buch 49 € gekostet, aktuell verkaufe ich sie für 25. Also 25 €, denke ich, eine tolle Sache, sollte in keinem Bücherschrank zu Hause fehlen. Ne? Und es sind ja, wie viele Abbildungen etwa hast du drin? Es müssten circa 100 sein, plus Text auch, Betrachtungen zu den Reisen auch noch in schriftlicher Form und sehr aufwendig gestaltetes Fotobuch in Zusammenarbeit mit einem Kurator auch, der mich da unterstützt hat und hat auch eine Auszeichnung beim Deutschen Fotobuchpreis bekommen und von daher. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
Genau. Wir haben ja deine Kameras hier stehen. Vielleicht magst du so ein bisschen erklären, wie nutzt du denn eine XE5? Ja, also Vollautomatik, manuell und du hast einen tollen Trageriemen. Magst du uns auch ein bisschen was dazu erklären? Ja, ich nehme mal gerne. Genau, also ich fotografiere ja parallel mit 2 XE5-Kameras. Werden wir sicherlich nachher nochmal thematisieren, weil das mit den verschiedenen Brennweiten dann eben zusammenhängt. Und ja, der Trageriemen. Wie gesagt, ich habe die Kameras ja bei so einer Wanderung dann in der Fototasche vorm Bauch beide drin und das zusätzliche andere Objektiv noch. Und ich greife dann eben die Kamera bzw. die Brennweite dann eben aus der Tasche, die ich gerade brauche und habe dementsprechend die Kamera also seltenst mal um den Hals hängen oder über der Schulter an einem Trageriemen. Und da ja jedes Gramm zählt auf so einer Tour, habe ich da halt nur noch so einen selbst gebastelten Notriemen sozusagen dran. Das ist eine Rebschnur aus dem Bergsportbedarf, also die ist extrem stabil auch, also da brauche ich auch keine Angst haben, dass bei diesen dünnen Riemen die Kamera mal abreißen sollte. Und so ist das noch mein Spezialriemen, der dann noch mal ein bisschen Gewicht spart. Wir sehen sie in der Produktkamera, ne, wenn man da mal so ein bisschen sieht. Ne, du hast ja auch so einen speziellen Knoten drin. Ist das ein normaler Knoten? Nee, das ist, nein, das ist auch im Grunde ein Knoten aus dem Bergsportbereich, wo man sich sonst auch beim Klettern mit anseilen könnte. Der richtig fest ist, wenn du jetzt die Kamera nutzt, ja, hast du die in der Programmautomatik? Hast du sie manuell? Welches Belichtungssystem? Das waren alles Fragen, die in den letzten Events hier, wo ich sagte, der Martin kommt, mal stellen sollte an dich. Ne? Wie nutzt du denn die XE5? Also ich bin da sehr puristisch unterwegs. Also ich benutze fast ausschließlich eine Zeitautomatik. Wähle also die Blende für die Gestaltung vor, wie es viele in der Landschaftsfotografie machen, weil ja die Wahl der Tiefenschärfe da eins der ausschlaggebenden Gestaltungskriterien ist. Möchte ich eben möglichst alles von vorne bis hinten scharf haben oder möchte ich ein bestimmtes Detail freistellen. Von daher wähle ich die Blende vor. Die Zeit bildet die Kamera dann automatisch dazu. Das muss ich nur ein Auge drauf haben, falls ich mal, was ich selten mache, eine Langzeitbelichtung machen möchte, dann wähle ich natürlich bewusst eine Belichtungszeit. Oder ich habe ein Auge drauf auf die Belichtungszeit, wenn jetzt quasi Action passiert. Also Mitwanderer laufen durchs Bild, wo ich dann achten muss, dass die Zeit vielleicht ein bisschen kürzer ist, damit da keine Bewegungsunschärfe entsteht. Ansonsten ist die Zeit und auch die ISO-Zahl eher zweitrangig. Ich fotografiere viel dann auch mit Auto-ISO-Funktion. Und das ist im Grunde schon die 3 wichtigsten Parameter. Und die Blende, wie gesagt, das Wichtigste. Messmethode ist Mehrfeldmessung. Habe das Histogramm natürlich aktiviert, dass ich das im Sucher und am Display sehen kann, dass ich da die Belichtung eben im Blick habe. Benutze entsprechend die Plus-Minus-Korrektur relativ regelmäßig, falls ich da merke, ich muss da irgendwie nach oben oder nach unten eingreifen. Und ja, so komme ich damit sehr gut zurecht. Also im RAW, du nimmst das RAW-Format? Genau, ich nehme das RAW-Format auf. Das hat sich für mich persönlich als der einfachere Weg erwiesen, weil man hat es vielleicht auch in dem Filmeinspieler schon gesehen. Die Belichtungsverhältnisse auf so einer Tour können schon mal sehr unterschiedlich sein. Also ich laufe durch ein dunkles Tal, darüber ist sehr, sehr heller Himmel. Andere Szene kann dann direkt im nächsten Bild sehr kontrastarm vielleicht sein. Und da hat es sich für mich als praktischer erwiesen, wenn ich mit einem RAW-Format arbeite und erstmal ein gleichmäßiges Bild habe von der Belichtung her und dann die Feinarbeit dann im Nachgang mache, als dass ich mich da je nachdem unterwegs von Bild zu Bild dann da schon darum kümmern müsste. Mit welchem RAW-Converter arbeitest du? Mit dem Adobe Camera Raw, also den in Photoshop integrierten RAW-Converter. Das heißt, du bist ordnerbasierend unterwegs, wie es so schön heißt. Du hast deine Bildordner und gehst nicht den Katalogweg. Oder ist das, wie arbeitest du denn? Es war die Frage, wie sicherst du deine Bilder auch? Ne? Also auf welchen Festplatten hast du so ein automatisches System? Vielleicht kannst du uns auch da was sagen. Also da bin ich im Grunde auch komplett altertümlich so ein bisschen unterwegs. Also ich habe eine Ordnerstruktur, die sich ein bisschen nach den Reisen zum Beispiel oder nach den Projekten orientiert. Also es gäbe dann zum Beispiel bei dem Buchprojekt ein Projekt Another Time, Another Place. Da sind dann die einzelnen in Ordnern die einzelnen Reisen untersortiert, wo dann die entsprechenden Bilder drin sind. Und ich habe von daher jetzt auch keine Verschlagwortung. Es kommt dazu, ich fotografiere ja sehr bewusst und sehr gezielt, habe also auch nicht die Massen an Fotos und ich weiß dann recht genau, wo ich welche Aufnahmen habe und finde die in so einer Ordnerstruktur dann ganz gut. Wenn du sagst die Massen, wieder. Wie viele Fotos bringst du denn von so einer Reise mit? Also es ist im 100er-Bereich und auf jeden Fall nicht im 1000er-Bereich, weil ich da wirklich sehr gezielt unterwegs dann, wenn mir Motive ins Gesicht springen, die dann fotografiere und dann ich nicht ständig mit der Kamera da in der Hand rumlaufe und dann wirklich sehr bewusst und dann das fotografiere, wo ich meine, ja, das ist jetzt das, was ich im Bild haben möchte oder für die Geschichten, die ich erzählen möchte, brauche.
Du erlebst also den Spruch, den es so gibt, ja, seit Jahrzehnten, fast Jahrhunderten in der Fotografie. Fotograf oder Fotografin schaut lange, fotografiert kurz. Ja, so Ja, könnte man das beschreiben. Ja. kann man das schon sagen, ja, das stimmt. Wir haben nochmal ein kleines Video vorbereitet. Und zwar Torben, unser Service Manager von Fujifilm, erklärt mal so ein bisschen so ein paar Feinheiten zur XE5 und dann sage ich in die Regie, Video ab. Oh, ihr seid hier bei Fujifilm. Mein Name ist Torben Hondong. Ich bin zuständig für die Serviceabteilung am Standort Kleve. Hier im Hintergrund seht ihr unser Gebäude mit der Verwaltung für die digitalen Kameras, für unsere Recording Media Produkte und die Optical Devices Produkte. Kommt doch mal mit. Willkommen in unserer Digitalkamerawerkstatt. Hier werden eure Kameras auf Herz und Nieren geprüft. Wenn ein Fehler besteht, kümmern sich unsere Techniker darum. Im Hintergrund seht ihr unsere Abgleichvorrichtungen, damit im Endeffekt auch alles wieder perfekt funktioniert. Ihr fragt euch sicherlich, welche Kamera ich heute dabei habe. Das ist die XE5. Gerade noch in Schwarz seht ihr nun die silberne Variante der XE5. Mein Favorite, weil die silberne Farbvariante unterstreicht das klassische Design des Gehäuses. Die Oberkappe ist aus gefrästem Aluminium und ähnlich kompakt wie die X106. 40 Megapixel Auflösung mit dem X-Trans CMOS 5 Sensor HR. HR steht für High Resolution, hohe Auflösung. Gepaart mit dem X-Prozessor 5 bildet das eine kompakte, leistungsstarke Einheit. Ihr wundert euch sicherlich, wo ihr jetzt seid. Nachdem wir unsere Digitalkamerawerkstatt besucht haben, sind wir nun an einem unserer Messestände. Diesen bereiten wir oftmals im Lager für euch vor, damit wir euch auch draußen Rede und Antwort stehen können zu unseren Produkten. Die Kamera bietet sehr, sehr viele kleine Detailfeatures. Die möchte ich euch einmal zeigen. Zum Beispiel der klassische Sucher oder die klassische Sucheranzeige. Wenn ihr die Kamera zum Auge führt und die Display-Back-Taste mehrfach drückt, bekommt ihr den Classic-Sucher angezeigt. Dieser hat ein Framing wie bei früheren analogen Kameras. Wie auch bei unseren großen Modellen XH2 und XH2S verfügt diese Kamera über einen sehr schnellen Autofokus. KI-gestützt bietet die Motiverkennung eine sichere Autofokussierung und eine schnelle Nachführung. Oben auf der Kamera seht ihr das Filmsimulationswahlrad. Neben den bekannten Filmsimulationen wie Provia, Velvia und Astia habt ihr die Möglichkeit, die Positionen FS1, 2 und 3 mit anderen Filmsimulationen zu belegen, je nach Wahl. Aber im Detail habt ihr auch die Möglichkeit, eigene Rezepte zu erstellen. Wie wir das Filmsimulationswahlrad einstellen, zeige ich euch jetzt im Menü. Hierfür schalten wir die Kamera ein, öffnen das Menü über die Menü-OK-Taste und navigieren über die IQ-Rubrik auf den Punkt Einstellung Filmsimulationswahlrad. Hier seht ihr die Positionen FS1, 2 und 3. In diesem Fall wählen wir FS1 aus. Hier seht ihr, dass eine Filmsimulation hinterlegt ist. Wenn ihr nun nach rechts navigiert, habt ihr die volle Auswahl der Filmsimulationen, die zur Verfügung stehen. Provia, Velvia, Astia und viele andere Filmsimulationen stehen hier zur Auswahl. Gehen wir über die Display-Back-Taste einen Schritt zurück, seht ihr den zweiten Menüpunkt. Filmsimulationsrezepte. Hier habt ihr die Möglichkeit, individuelle Rezepte zu gestalten. Wählt die Option An aus, navigiert weiter nach rechts. Hier landet ihr im Menü der Bildqualitätseinstellungen. Neben Körnungseffekt, Farbe-Chrom-Effekt, dem Weißabgleich oder dem Dynamikumfang habt ihr vielzählige Möglichkeiten, ein eigenes Filmrezept zusammenzustellen und dieses für die Positionen FS1, 2 oder 3 zu hinterlegen. Wir haben auch bereits über den Autofokus gesprochen. Im Menü der Kamera zeige ich euch, wo ihr die Objekterkennung einstellt. Hierfür rufen wir wiederholt das Menü auf und navigieren in die Rubrik AFMF. Dort finden wir in den Autofokus-Einstellungen den Menüpunkt Objekterkennungseinstellungen. Dieser bietet über die Objekterkennung vielzählige Möglichkeiten der Vorselektion der Gegebenheiten, die ihr vorfindet. Möchtet ihr zum Beispiel euer Heimtier aufnehmen, habt ihr die Möglichkeit, die Tiererkennung zu aktivieren. Die Kamera wird dann automatisch über den gesamten Bildausschnitt nach einem Tier suchen und den Autofokus perfekt darauf einstellen. Jetzt habe ich euch einige Dinge zur XE5 gezeigt. Sicherlich sehen wir uns nochmal wieder hier am Standort in Kleve zu weiteren vielen anderen Themen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Zurück sind wir hier im X-Den. Ja, da Torben ein sehr interessantes Video. Gerade ich fand interessant in dem Video, wie man sich ein eigenes Rezept abspeichern kann. Ne? Und wir haben jetzt noch einen kleinen Technikteil vorbereitet. Wie gesagt, du warst ja öfter hier. Es kommen immer viele Fragen. Richtig. Und die Fragen waren ja auch immer, was ist denn der Unterschied zwischen JPEG, Hive und RAW-Format? Du bist ein RAW-Format-Fotograf. Ne? Und wir haben also eine Grafik vorbereitet, wo man das so ein bisschen sehen kann. 8-Bit, 10-Bit, 14-Bit, 16-Bit. Ja, das sind erstmal die Anzahl mehr oder weniger der Farben, die abgespeichert werden. Zwischen 10 und 16-Bit sieht man erstmal keinen Unterschied, weil das ist im Grunde genommen HDMI-Kabel, ganz grob gesagt, ja, der Flaschenhals hat 10-Bit. Und das JPEG-Format hat 16 Millionen Farben, also 8-Bit. Ja. Das High-Format, das hat schon 1 Milliarde Farben. Die neuen Kameras können das einstellen. Ne? Das, mit dem du arbeitest, ja, wenn du XE5 hast, das ist das 14-Bit-Format mit 4.398 Millionen Farben. Ja, hier sehen wir es wieder. Milliardenfarben, wir können sagen, ne? Wir haben jetzt nicht die Billionen genannt, ne? Denn der 16-Bit RAW, ja, das wie beispielsweise in der GFX 100F ist, das hat noch viel, viel mehr Farben zur Verfügung. Ne? Also, Büromonitor früher, Druck auch, ne? Sind 8-Bit, JPEG. Wer sagt, ich druck meine Bilder nur, ich schaue sie mir gar nicht zu Hause an, ist mit dem JPEG super bedient, weil der Druck in etwa das kann. Ne? Neue Grafikmonitore, HDR-Fernseher. Also wenn wir dieses 10-Bit HDR sehen am Fernseher, ne, wenn wir von einem Streamingdienst so eine High Dynamic Range Serie sehen, ne, das sind sozusagen, die können 1 Milliarde Farben, ja, so wie das High-Format. Ne? Und der Monitor, ne, wenn ich also mit dem super oder sehr guten Monitor oder meine Bilder am Fernsehen betrachte, dann ist das JPEG-Format einfach, es ist jetzt schematisch alles dargestellt, ne, also viel zu klein dafür. Wer sagt, ich möchte meine Filmsimulation nutzen, ja, für den ist natürlich das 10-Bit High-Format perfekt. In etwa das, was ich aufzeichne, kann ich auch auf dem Bildschirm sehen. Und wie du im RAW-Format, ja, der kann natürlich eine Menge dann daraus machen. Ja. Das heißt, bei 14-Bit, 16-Bit RAW ist noch größer. Ne? 14-Bit RAW heißt eben, ich kann mir ganz viele Farben auswählen, die ich darstellen kann. Ohne Verluste. So grob kann man es beschreiben. Ne? So viel dazu. Also wer heute eine moderne Fujifilm-Kamera hat, wie die XE5, bei Apple wird das High-Format extrem gut unterstützt. Windows seit Ende letzten Jahres in etwa, wenn das System aktuell ist. Wenn ich zum Druckdienstleister gehen möchte, dann muss ich mein High-Format entweder in der Kamera oder am Rechner in ein JPEG oder TIFF umwandeln. Wenn ich Bilder teilen möchte, also beispielsweise bei WhatsApp, dann bei Apple geht das automatisch, bei Android mittlerweile auch sehr gut, ja, oder anderen Messenger-Diensten kein Problem. Ne? Und jetzt beginnt der Teil, ne, weswegen wir eigentlich hier sind. Wir wollen ja deine Bilder sehen. Genau. Ja, das ist ja das ganz Entscheidende, Richtig. dass wir sehen, wie deine Arbeit ist, damit, womit du auch hier im X-Den fasziniert unsere Gäste. Und hier ja das erste Bild. Wenn du mal ein bisschen jetzt mal loslegen möchtest mit deinem Vortrag. Ja, das ist ein Bild, das soll einfach nur noch ein bisschen zeigen, wie das so aussieht, wenn ich alleine auf Tour gehe und wie so das Gepäck dann ist. Also großer Rucksack, man sieht's, voll bepackt. Und hier müsste man sich jetzt noch vorstellen, ich habe da noch eine Fototasche vorm Bauch geschnallt, wo dann die Kameras und Objektive drin sind. Die liegt jetzt gerade daneben, weil das ein Selbstporträt ist, was ich da vom Stativ von mir selber gemacht habe. In Grönland war das seinerzeit. Da warst du alleine unterwegs? Genau, da war ich alleine unterwegs im Süden Grönlands, im Johanndaland. Da kommen jetzt danach noch ein paar Bilder aus der Region. Und das war im Herbst. Man sieht es an den Farben auf dem nächsten Bild, ja. Jetzt müssten dann die, zack, ne? Man sieht es an diesen herbstlichen Farben da schon, diese Rottöne. Und zu der Jahreszeit war in dieser Region kein Mensch unterwegs. Ich glaube, ich habe 10 Tage lang da keinen getroffen und war da völlig alleine unterwegs und auf der Spur nach Gletschern und Eisbergen, die ich da fotografieren wollte. Handynetz oder so, darüber brauchen wir gar nicht reden. Oder ist da Handynetz? Nein, da war überhaupt kein Handynetz. Und die Frage kommt auch öfter mal. Ich hatte da einen Notfallsender mit dabei, falls da wirklich
wirklich was passiert wäre, ich mich verletzt hätte oder so weiter, hätte ich da per Satellit einen Notruf abgeben können. Wie lange dauert es dann, bis Hilfe kommt? Hoffe, ich war in der glücklichen Lage, dass ich das noch nie in Anspruch nehmen musste. Also es kann durchaus dann auch ein paar Tage dauern. Ist dann natürlich auch total wetterabhängig. Sollte da das Wetter ganz schlecht sein und es kann kein Hubschrauber fliegen, dann muss man da trotzdem noch ausharren. Also ich würde natürlich im Zweifel hoffen, dass es trotzdem schneller geht. Ja, im nächsten Bild, wo bist du denn da? Immer noch in Grönland? Oder? Ja, genau, das ist da in Grönland. Das ist das, wo ich damals quasi hin wollte. Das ist das sogenannte Hullet. Hullet ist dänisch und bedeutet das Loch. Und das ist so eine mehrere Quadratkilometer große Senke. Und da liegen diese haushochgroßen Eisberge drin. Und die ziehen von einem rechts des Bildes befindlichen Gletscher da rein. Das sieht man dann in den nächsten beiden Bildern, von wo die Eisberge da kommen. Genau, das ist hier das gemacht. Das ist mit einem leichten Teleobjektiv zum Beispiel gemacht, im 56er damals. Brennweiten, die ich eben gerne benutze, um solche ich sag mal in Anführungsstrichen, Details herauszuarbeiten, wo ich dann nicht das Panorama fotografiere, sondern eher so einen kleineren, in Anführungsstrichen, wie gesagt, Eindruck und wo man das dann ein bisschen besser wahrnehmen kann. Der 56er wird ja immer oder als Porträtobjektiv bezeichnet. Du nimmst es für die Naturfotografie, wofür ich es auch oft nehme, muss man sagen. Also auch da ein hervorragendes Objektiv. Ne? Genau, ich habe es halt seinerzeit dann da eben, das nächste Bild ist auch noch mit dem 56er gemacht, dieses hier. Da hatte ich halt noch die lichtstarken Varianten mit, also beim 16er, 23 und 56er die 1.4 oder 1.2 Objektive. Und ja, es ist kein reines Porträtobjektiv. Man kann es wunderbar auch für Landschaften nehmen. Das hingegen ist mit dem 23er wiederum gemacht. Und damals noch, das war die letzte Reise meines ersten großen Fotoprojekts Mein Norden, wo auch mein erstes Buch drüber erschienen ist. Das habe ich mit Festbrennweiten abgeschlossen. Und danach kam da auch ein bisschen der Gedanke, bevor ich dann das nächste Projekt angefangen hatte, mich wirklich darauf zu konzentrieren oder dazu zu entscheiden, nur noch mit Festbrennweiten komplett ein ganzes Projekt zu fotografieren. Und aufgrund der Tatsache, dass ich eben mit so viel Gepäck unterwegs bin, dann bevorzugt mit den kleinen und kompakteren Objektiven. Das heißt, du hast vorher mit Zoom-Objektiven fotografiert und bist dann zu Festbrennweiten übergewechselt. Wie ist die Idee dahinter gewesen? Also ich habe natürlich mit Festbrennweiten angefangen. Als das Fujifilm-System losging, gab es ja nur die 3 ursprünglichen Festbrennweiten, habe aber dann danach vielfach mit Zoom-Objektiven auch fotografiert. Jetzt wäre es gar nicht so schlecht, wenn man zum Beispiel dieses Bild dann schon direkt einblenden könnte. Man sieht jetzt zum Beispiel eine Wintertour in Norwegen bei einer Überquerung des Jostedalsbreen, des größten Gletschers Norwegens. Das Wetter kann extrem garstig sein und man kann sich vorstellen, da macht es keinen Spaß, Objektive zu wechseln oder ist auch jetzt nicht sonderlich förderlich. Ruckzuck hat man da irgendwie Schnee oder Feuchtigkeit in der Kamera. Von daher waren oftmals Zoom-Objektive dann schon praktischer. Aber ich habe ja dann irgendwann auch angefangen, parallel mit 2 Kameras gleichzeitig zu fotografieren, wie jetzt mit den beiden X5-Kameras und habe dann im Moment eben auf einer Kamera immer das 23er drauf, auf der anderen Kamera das 50er, die beiden Brennweiten, die ich am meisten benutze und muss halt so nur in die Kameratasche greifen und mir die gerade passende Brennweite sozusagen rausnehmen und das ist sozusagen mein Objektivwechsel, indem ich die entsprechende Kamera nehme und das 16er, wo auch die jetzt kommenden Bilder mitgemacht worden sind, eine Brennweite, die ich eher seltener einsetze, da muss ich dann wechseln natürlich. Und die dann das ist ja ein unfassbar beeindruckendes Bild. Also sowohl vom Bildaufbau her als auch alles. Ne? Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie der Moment war, als du es aufgenommen hast. Ja, wie gesagt, das 16er ist tatsächlich die Brennweite, die ich am seltensten benutze, weil sie für mich am weitesten eben schon entfernt ist von diesem natürlichen Blickwinkel, den ich haben möchte. Ich setze es aber dann ein, zum Beispiel wie hier bei der Landschaftsaufnahme in Norwegen auf der Hardanger Widder, wo ich dann eben doch den Vordergrund hier, falls man es erkennen kann, auch im Vordergrund da in dem See, da liegt noch so ein alter Autoreifen mit drum, so Holz liegt da, dann natürlich die Steine vorne am Bildrand und das 16er öffnet dann eben hinten raus dann die Weite eben, geht aber noch nicht so ins Extreme, wie jetzt ein Ultraweitwinkel gehen würde, was mir dann von der Perspektive dann schon zu viel wieder wäre, wo dann der Hintergrund mir zu klein würde. Von daher habe ich da eben mit dem 16 mm Objektiv so für mich die Grenze gesetzt. Mehr noch als aber bei Landschaftsaufnahmen setze ich die 16 mm ein, wenn es eher so um Action in Anführungsstrichen geht. Wo also jetzt hier Frau und Kind laufen durchs Bild, man sieht im Vordergrund noch so einen Wegweiser da, ein Nationalparkschild, wo also hier die Betonung eher auf den Personen und dem, was im Vordergrund passiert, liegt. Ich aber das einbetten möchte eben in diese Weite der Landschaft,
wo dann eben solch eine Brennweite das eben sehr gut möglich macht. Andersrum ist es ein bisschen jetzt bei dem Im nächsten bei Bild. den Ja, hier. hierbei. Da funktioniert das auch wunderbar, wo ich dann die Person möglichst klein in der Weite der Landschaft darstellen möchte. Da funktioniert natürlich dann auch so eine Brennweite in dem Weitwinkelbereich sehr Das gut. ist eins eigentlich meiner persönlichen Lieblingsbilder, weil dieses Rot im Vordergrund, das sehr, sehr außergewöhnlich ist. Ne? Es gibt dieser Landschaft noch was ganz Besonderes. Ne? Ja, das war natürlich der schöne Kontrastpunkt zu dem Grün dieser isländischen Landschaft, wo das entstanden ist. Und manche fragen sich jetzt vielleicht, man sieht so ein bisschen links oben von meinem Mitwanderer da so einen Fleck da im Bild. Das ist ein Regentropfen vorne auf der Linse. Den habe ich dann auch bewusst natürlich, ich habe gar nicht erst versucht, den irgendwie wegzuretuschieren oder sowas, bewusst draufgelassen, weil der nochmal ein bisschen unterstreicht, wie schmuddelig das Wetter dann da auch war, als wir da unterwegs waren. Ein, ich glaube, sehr bekanntes Bild, weil es auch auf deinem Buch vorne drauf ist das nächste Bild. Nee, das ist nicht vorne. Also ähnlich vom Stil. Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Genau. Ne? Aber ist von der gleichen Tour. Ist von der gleichen Tour und es ein wirklich bekanntes Bild ist von dir. Ne? Ja, da war ich, das war auf der Abschlusstour meines Projekts Another Time, Another Place. Da war ich auch wiederum allein unterwegs auf einem Abschnitt des Kungsleden. Der Kungsleden ist der bekannteste Wanderweg Skandinaviens in Nordschweden gelegen. Da war ich auch im Spätherbst unterwegs, Ende September, Anfang Oktober, auch fast kein Mensch sonst mehr unterwegs. Der Winter lag schon in der Luft und da gab es dann halt hier so melancholische Stimmungen, die ich dann auch sehr, sehr gerne fotografiere. Und hier jetzt sind wir bei der 23 mm Brennweite. Neben dem 50er, wie gesagt, so mein Hauptobjektiv. Auch das ist mit der Brennweite gemacht, mit dem 23-2.0 seinerzeit hier auf dem Cape Wrath Trail in Schottland, einem langen Wanderweg dort. Und ich finde diese Brennweite eben sehr angenehm. Also ich finde sie ideal dafür, um mit Vorder- und Hintergrund zu spielen, also schon eine Betonung auf dem Vordergrund zu haben. Hier der Zaun da eben, das Haus so im Mittelgrund, die Berge im Hintergrund, aber alles sieht noch sehr harmonisch aus. Ist jetzt nicht so wie vielleicht jetzt in einem etwas stärkeren Weitwinkel, wo eben der Hintergrund dann schon sehr klein würde. Das sieht also mit dem 23er noch sehr so aus, wie man es auch menschlich sehen würde, hat aber durch das Weitwinkel schon noch ein bisschen mehr Dynamik im Bild. Deine Bilder sind ja sehr durchzeichnet. Also du arbeitest selten mit, ich sag mal, einer Unschärfe im Hintergrund. Ne? Das macht es natürlich vom Bildaufbau her anspruchsvoller, ne? Weil du kannst natürlich nichts verdecken mit irgendwie einem Bouquet. Genau, also ich fotografiere tatsächlich sehr wenig mit sehr offenen Blenden, um irgendwas freizustellen. Von daher waren auch diese lichtstarken Varianten 1.4, 1.2er Objektive für mich da gar nicht notwendig in dem Sinne, weil ich diese Brennweiten oder diese Blenden auch gar nicht benutzt habe im Grunde. Von daher komme ich auch in dem Sinne sehr gut mit den kleineren Objektiven zurecht. Und ja, ich fotografiere da mehr auch mit Blendenbereichen zwischen 5, 6, 8, 11 meistens bei so den Landschaftsaufnahmen. Und wo man tatsächlich fast von vorne bis hinten immer alles scharf hat. Hier ist eine Aufnahme in Norwegen. Da haben wir eine Wanderung über den Romsdalseggen gemacht. Das ist diese Bergkette, die man so ein bisschen in der linken Bildhälfte sieht, über dem Romsdalen. Das ist das Tal unten da zu Füßen. Und hier auch mit dem 23er, was das eben schön in einem Bild zusammenfasst. Den Blick runter ins Tal und über die schroffen Gipfel dann noch. Beim nächsten Bild wird mir kalt. Ja, das war jetzt gleich. Ja. Und auch nochmal ein Beispiel dafür, wie man mit dem leichten Weitwinkel sehr schön auch diese reportagenhaften Bilder machen kann. Das ist in Patagonien entstanden, also mal eine ganz andere Richtung als die im Norden, wo ich hauptsächlich unterwegs bin. Da waren wir zu zweit da unterwegs und mussten diesen Gletscherfluss durchqueren. Ich hatte zum Glück noch solche Latschen mit dabei, die haben es mir ein bisschen angenehmer gemacht, durch dieses Wasser zu laufen, wo natürlich auch Steine drin liegen. Hier der Christian, mit dem ich unterwegs war, der hatte die nicht dabei, der musste dann barfuß da durch und das war schon wirklich ganz schön kalt. Sehr beeindruckend. Das hat ja auch was mit einer gewissen körperlichen Erfahrung zu tun, die natürlich einen Einfluss auf die Bilder haben. Ne? Das kann man ja nicht abstreiten in dem Moment, wenn man danach fotografiert. Ne? Und ich wusste ja in dem Fall, ich bin ja davor auch dadurch und ich hatte mir noch nicht wieder die Schuhe gewechselt. Ich habe das Foto natürlich gemacht, als ich dann noch also quasi barfuß in den Latschen mit kalten Füßen stand. Ja. Und da war natürlich das Fotomachen erstmal wichtiger, als dann auch mir wieder warme Socken anzuziehen. Wir haben eben ein sehr schönes Bild vom Himmel gesehen. Ja, vielleicht magst du uns da so ein bisschen was zu erzählen auch? Ja, sehr gerne. Und
in der Folge der Objektive, wir hatten ja Anfang schon darüber gesprochen, dass ja das 35er, also Kleinbild 50 mm, so eigentlich das ist, was so den menschlichen Blick wiedergibt und ich um diese Brennweite herum meine Auswahl gruppiert habe. Ich aber letztendlich dieses 35er kaum mehr mit dabei habe auf Tour, aus Gewichtsgründen. Also mein Vierer-Quartett stampfe ich dann eigentlich auf 3 Brennweiten zusammen, 16, 23, 50, weil das dann eben genau mit den beiden XE5 in meine Fototasche passt. Und das 16er nimmst du zur Not mal raus. Nee, das 35. Das bleibt dann eben meistens dann zu Hause. Ich hatte es aber in diesem Fall auf einer Fotoreise auf die Färöerinseln mit dabei. Und das ist so ein Bild, da kamen plötzlich die Vögel über den Himmel, am Himmel entlang geflogen. Und ich sah das und ich habe die Kamera einfach hochgerissen und abgedrückt. Also es ist auch nochmal so ein Bild, was wirklich den Eindruck zeigt, wie man es gesehen hätte von der Perspektive und vom Ausschnitt. Und aber wie gesagt, ist ein Objektiv, was ich selten dabei habe. Ich hatte es allerdings natürlich in meinen Anfangstagen mit dem Fujifilm X-System dabei, als es nur das 18er, 35er und 60er gab. Und davon sind jetzt auch die nächsten beiden Bilder, die zu sehen sind. Einmal hier, also wie gesagt, das ist schon ein älteres Bild, ist Ende 2012 entstanden, damals mit der X Pro 1 fotografiert. Oh, habe ich falsch gemacht, tut mir leid. Ja. Ich habe X Pro 2, war meine Schuld, ja. Und das ist ein ganz bekanntes Motiv in Nordschweden fotografiert, am Rande des Sarek-Nationalparks. Da haben mich oftmals schon Leute gefragt, ist das irgendwie eine Drohnenaufnahme oder ein Luftbild oder sowas? Nein, das ist von einem Berg runter fotografiert, der fast 700 Meter senkrecht abfällt und man diesen Blick auf dieses Flussdelta hat. Also das ist mit dem 35er gemacht. Genauso wie jetzt dieses Bild, dieser Ausblick aus dem Zelt heraus. Da sitze ich in meinem kleinen Ein-Personen-Zelt bei ganz schmuddeligem Wetter, die Wolkendecke ganz niedrig und dann kam dieses Rentier vorbei. Und für so eine Aufnahme ist natürlich die 35 mm Brennweite an sich ideal, weil sie von der Tiefenstaffelung jetzt das Bild auch genauso wiedergibt, wie ich es gesehen habe. Also ich saß da drin und das Rentier war dann auch genauso groß. Also würde ich jetzt eine andere Brennweite einsetzen, würde das halt von der Perspektive nicht mehr genauso stimmen, wie ich es wahrgenommen habe. Und so war Hat das Rentier denn noch näher oder hat es eine sichere Distanz dann in dem Moment gehabt? Nee, die sind eigentlich, wenn man da, ich war ja allein unterwegs und habe ja auch da keinen Lärm gemacht im Zelt und dann kommen die durchaus so nah ran, dass die da auch schon mal über die Zeltleinen stolpern und da haben die keine Scheu da. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man dem. Ja, das ist ja natürlich super, wenn die so nah vorbeikommen. Ist ja toll dann da. Ja, 35er 1.4 ist auch eigentlich mein Lieblingsobjektiv. Wenn man mich im X-Den fragt und ich immer gefragt werde, was ist die Brennweite, mit der du für dich selber am meisten fotografierst, ist 1.435, weil es einfach ein cooles Objektiv ist. Man kann es nicht anders beschreiben. Ne? Klar, das ist richtig. Dann im nächsten Bild, sehen wir hier. Ja, das war auch noch eins, das war am Ende dieser Wanderung. Da war ich, wie gesagt, auch im Spätherbst schon unterwegs und der erste Schnee kam da auch auf. Man sieht hier diese Holzbohlen, die so ein bisschen durchs Bild laufen. Das ist der Wanderweg. Dort in manch feuchten Gebieten wird der Weg dann mit so Holzbrettern ausgelegt, dass man da trockenen Fußes möglichst ein bisschen weiterkommt und auch die Vegetation geschützt wird. Das ist auch nochmal damals ein Bild mit dem 35er fotografiert. Aber wie gesagt, mittlerweile eher eine Brennweite, die ich von den Vieren, die ich hauptsächlich einsetze, eher weniger benutze. Im ersten Moment habe ich gedacht, das wäre ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja, das hängt ein bisschen auch durchaus auch mit meiner Bildsprache und mit meiner Bildbearbeitung auch zusammen, dass ich ja eher da ein bisschen schon kontraststark, aber weniger Sättigung in den Bildern habe und gerne dann halt solche Bilder, wo an sich nicht viel Farbe drin ist, die dann schnell schon mal so ein bisschen ins Monochrome gehen. Anders jetzt bei der folgenden Aufnahme, da ist natürlich jetzt durchaus wieder ein bisschen mehr Farbe drin aufgrund dieser Herbstfarben. Und das hier mit der 50 mm gemacht, neben dem 23er meine mittlerweile im Grunde meistgenutzte Brennweite. Und prozentual würde ich jetzt fast sagen, ist relativ gleichwertig auf diesen Wandertouren und Reisen zwischen, dass ich ein bisschen mehr in Anführungsstrichen das Panoramahafte fotografiere und eben solche Landschaftsdetails eben aufnehme. Also wir haben eben schon mal das Bild gesehen, ich habe etwas zu schnell geschaltet, vielleicht kann man es mal einschalten, das Bild. Das ist auch nochmal wie eben die Flussquerung, ein Bild in Patagonien gemacht, ein Berg dort und sowas mag ich eben sehr gern. Das ist auch ein Bild, was sehr für meine Bildsprache auch spricht, sehr minimalistisch auch. Das nächste Bild wird das noch stärker verdeutlichen, sehr grafisch aufgebaut. Hier zum Beispiel in Nordschweden aufgenommen, diese kahle, steinige Bergflanke, die man im Grunde nur sieht und dann diese kleinen Schneeflecken und das war dann was,
da bleibt dann mein Blick dran haften und sowas spricht mich dann an und dafür ist dann eben so eine leichte Telebrennweite ideal. Das Bild, was wir jetzt sehen werden, ist also absolut beeindruckend. Das musst du uns erzählen, wie du das gemacht hast. Ja, wir sehen es jetzt. Ja, ja, das werde ich öfter darauf angesprochen, dann auf diese Aufnahme. Das ist allerdings nochmal mit dem 56er 1.2 gemacht auf den Färöerinseln während einer Fotoreise dorthin. Und man sieht ja jetzt gar kein Land. Wir standen da oberhalb einer Steilklippe, haben hinausgeblickt aufs Meer und die Wetterwechsel sind auf den Färöern ganz beeindruckend. Also es geht ganz schnell, dass zwischen blauem Himmel Wolken ziehen auf, Regen kommt, Sonne scheint wieder. Und das ist eben auf diesem Bild ganz markant. Das müsste man jetzt eigentlich dann, genau. Man sieht ja hier so einen Regenschauer runterkommen und hier passte das genau zusammen, dass dorthin auch dieser Sonnenfleck schien. Und es sieht jetzt hier so aus, als wäre der Regenschauer der Sonnenstrahl. Und das passt halt wirklich so wie die Faust aufs Auge und darum ist das perfekter Moment und aber eben auch Glück gehabt, zu dem Zeitpunkt eben genau da zu stehen und dieses Foto machen zu können. Das war die Erklärung, die mir noch so fehlte bei dem Bild. Ich habe ja gefragt, wie kommt das Licht dahin? Ja. Genau. Genau. Das ist ja, da habe ich lange überlegt, aber natürlich, wenn die Sonne in dem Moment dann Zufall, aber muss diesen Zufall natürlich auch haben immer. Ne? Genau, also das Bild wäre jetzt weniger beeindruckend gewesen, wenn jetzt an der einen Stelle der Regenschauer, an der anderen Stelle der Sonnenfleck und so kam halt beides eben übereinander und das war dann natürlich perfekt. Ja, im nächsten Bild auch sehr beeindruckend, was wir hier sehen. Ja. Ja, aber ich habe ja auch nicht immer die Möglichkeit, das ganze Jahr über in irgendwelche ferneren Länder zu reisen und fotografiere dann auch natürlich zu Hause im Grunde direkt vor der Haustür und das ist ich komme ja aus Wuppertal und das ist in den Wäldern rund um Wuppertal entstanden, wo ich aktuell an einer Serie zum Thema Wald arbeite und es ist im November, glaube ich, war das entstanden bei tollem Stimmung, als da diese Wolken- und Nebelschwaden durch ein Tal Das Bergische Land, ich wohne selber, also im südlichen Teil oder wie man auch immer das nennen mag, östlich von Köln, was beschreiben mag, wieder natürlich viele fotografische Möglichkeiten und auch gerade im Herbst, Winter toll zu fotografieren. Es ist sehr unterschätzt, muss man sagen, ne, von der Landschaft her. Und das letzte Bild, wo hast du das denn gemacht? Ja, das war vor 2 Wochen etwa, glaube ich, an der Ronsdorfer Talsperre in Wuppertal, als auch noch mal kurz Schnee gefallen war. Es war ja so kalt, da war das Wasser teilweise zugefroren, hatte dann eben diese schönen Flecken dann da auf diesem Schneeeis auf der Talsperre. Und eben, ich mag halt diese triste Stimmung bei diesem Bild. Und es wird wahrscheinlich auch aufgefallen sein bei meinen Bildern. Es sind eher solche Stimmungen, die ich vielfach fotografiere, weniger strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und sonst was. Also ich mag gerade diese eher tristeren, melancholischen, reduzierten Stimmungen. Was ich ganz irre fand, als ich das so gesehen habe, ist, dass ja über die Jahre, muss man sagen, weg unterschiedliche Fujifilm-Kameras und Objektive gemischt worden sind, aber trotzdem das Ganze homogen ist. Das liegt sicherlich auch am RAW-Format, aber auch natürlich an den Objektiven, die ja auch für die Farbzeichnung auch verantwortlich sind. Du machst auch Workshops, Fototouren, Reisen, hast du gesagt. Kann man über deine Webseite buchen? Genau, also ich mache diverse Workshops, auch hier in Düsseldorf, auch für die Fujifilm School mache ich was, auch in Wuppertal mache ich einen Workshop. Fotoreisen, Schweden und die Färöerinseln sind aktuell im Programm und das findet man alles, wie das schon besprochene Buch und so weiter, auf meiner Webseite. Vielen Dank, Martin. Sehr beeindruckend. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier zu unserer Live-Aufzeichnung. Wir wollen ja möglichst authentisch bleiben. Ja, wir haben jetzt nichts geschnitten oder so. Ne? Also man möge uns den einen oder anderen Wackler, Versprecher verzeihen, aber ich glaube, so ist es einfach authentischer. Genau. Wir wollen das sozusagen wiedergeben, wie man dich live erlebt, wenn du live sprichst. Ja. Ich hoffe, wir sehen dich mal wieder hier. Sehr gerne. Im X-Den sowieso und hier auch im X-Talk. Bedanke mich für deine Zeit und bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ja, es war sehr nett, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich auf der Fujikina oder im X-Den oder hier online im X-Talk. Vielen Dank. Bis demnächst wieder.